Bleib still! Bleib still! Ich tu dir nichts! Kannst du mich verstehen? Dowie, Calvert. Oh. Freund. Helena, in deinem zarten Alter würde man ja meinen wollen, du wärst noch ein kleines Küken in der Filmbranche. Das stimmt aber gar nicht. Du hast jetzt schon einiges erreicht, wovon so manch ein erwachsener Schauspieler träumen kann. Du hast jetzt neben Tom Hanks gespielt in Neues aus der Welt. War dir bewusst, wer er war, als du das Angebot bekommen hast? Also als ich also wirklich das Angebot bekommen habe, wusste ich schon, wer er war. Also wenn man jetzt gesagt hat, Tom Hanks, wusste ich schon, okay, das ist ein Schauspieler und auch ein guter Schauspieler. Aber mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz über seine Größe so bewusst. War es vielleicht hilfreich, dann nicht so aufgeregt zu sein neben ihm beim Dreh? Oder? Ja, also generell, klar, am Anfang ist man schon so ein bisschen aufgeregt, weil wir haben ja auch in der Reihenfolge gedreht. Das heißt, ich musste ihn gleich am Anfang beißen. Also nicht in echt natürlich, aber halt die Szene spielen und die war ja auch sehr emotional. Von daher war ich da schon ein bisschen aufgeregt so. Aber er hat es einem auch sehr schnell sehr leicht gemacht, dass man irgendwie nicht aufgeregt oder Angst vor ihm hat oder davor mit ihm zu spielen so. Und das hatte ich dann auch nicht. Also am zweiten Tag war das auch schon, also der ist wirklich sehr nett. In dem Film spielst du ja ein westliches Mädchen, das bei Indianern aufgewachsen ist. Und du hast am Set gleich mehrere Herausforderungen gehabt. Du hast in 2 Fremdsprachen gespielt. Wie war das für dich? Hast du eigentlich verstanden, was du da gespielt hast oder was du gesprochen hast? Ja, also, ja, klar, also was ich gesprochen habe, habe ich verstanden. Und ja, ich habe Kiowa und Englisch gesprochen, aber eben vor allem Kiowa im Film. Und ja, also ich hatte vor dem Filmdreh circa 3 Wochen Vorlaufzeit mit dann Kiowa-Training für die Sprache und Kultur und generell. Von daher wusste ich da ganz gut Bescheid. Ach, dann hast du also vor dem Film auch noch ganz viel Geschichte gelernt und Ja, Kultur. Wie konnte man sich das am Set vorstellen? Also du hast ja jetzt quasi Erfahrung an deutschen Sets und auf amerikanischen Sets. Gibt es da Unterschiede? ja, auf jeden Fall. Also es gibt in der Hinsicht Unterschiede, als dass an amerikanischen Filmsets auf jeden Fall viel, viel mehr Menschen sind. Also klar sind bei deutschen Filmsets auch viele Menschen, aber in Amerika ist es nochmal viel, 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 viel größer. Und natürlich war es auch nicht meine Muttersprache. Das heißt, es war am Anfang auch ein bisschen aufregend so, weil ich konnte die Sprache noch nicht so gut und so, aber dann nachher hat sich das ganz schnell gelegt, weil ich das dann dadurch, dass ich es immer angewendet habe, relativ schnell aufgeschnappt und gelernt habe. Bisher waren deine Rollen in deinen Filmen ja immer sehr intensiv, obwohl du noch so jung bist. Gibt es vielleicht eine Rolle, die du gerne spielen wollen würdest in Zukunft? Kannst du dir vorstellen, so einen Wendy-Film oder so zwischen Bibi und Tina? Keine Ahnung. Ja, also vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall, so mal so einen richtigen Kinderfilm oder so zu drehen. Glaube ich, wäre auch mal cool so und vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal. Aber ich glaube, so generell ist halt das Drama und so sehr starke Geschichten eher so meins. So. Von daher glaube ich, wird man das mehr von mir sehen, aber vielleicht nicht nur.